Hallo, grüß euch, Servus und Hallo auf dem YouTube-Kanal vom Pomade Shop. Ich bin der Max und ich darf heute wieder ein Review machen. Und zwar hat die Firma MG Pomaden Zuwachs bekommen, und zwar geht es hier um den Sheriff. Der neueste Streich aus der Homebrew-Küche in Berlin, wortwörtlich Küche, denn der Michael hat seine Küche zu einem kleinen Labor umgebaut und braut damit die feinsten ölbasierten Pomaden, die ihr so zurzeit auf dem Markt bekommt. Bin ich ein Riesenfan von. Genau, wir kommen zur allerneuesten. Ich habe es gerade schon mal gezeigt, ich zeige es euch gerne nochmal, weil mir das Etikett sehr gut gefällt. Es ist der Sheriff. Der Sheriff, die Sheriff. Auf jeden Fall extra heavy. Ihr seht es ist schon extra markiert, out of range mit einem extra X. Da ist richtig Halt drinnen. Und da ist tatsächlich auch nicht zu viel versprochen, aber dazu kommen wir gleich. Ich mache jetzt erstmal die Dose auf. Ich zeige euch den Inhalt. Relativ seidenmatt, sieht gelb, gold, wachsig. Also man sieht, es handelt sich um eine, sagen wir mal, gewohnt klassische Homebrew-Pomade auf Bienenwachsbasis. Genau, das ist auch wie schon die erste Zutat. Danach haben wir ein bisschen Lanolin, Petrolatum. Was bei der hier sehr besonders ist, ist, dass noch ein bisschen Talg mit drinnen ist. Komme ich auch noch dazu. Genau, wir haben jetzt mal das Besondere bei der hier. Das ist der Duft. Und zwar, sage ich jetzt mal so, meine allererste Assoziation, als ich die das allererste Mal aufgemacht habe, war ganz am Anfang, hui, erinnert mich an Suavecito. Weil da eine schön frische, leicht zitrische Note umweht da die Nase, wird beim zweiten Schnuppern dann aber schon wieder deutlich intensiver, herber. Und da merkt man dann wieder sofort, dass man eine MG-Pomade in der Hand hat, weil das diese typischen, etwas herberen, derberen Nuancen sind, die da mit drinnen sind. Aber das harmoniert perfekt. So harmoniert es perfekt. Also das ist, muss ich zugeben, ist bisher tatsächlich mein absoluter Lieblingsduft von den MG-Pomaden. Von dem bin ich richtig, richtig begeistert. Ist keine extreme Duftbombe, auch wenn ihr mehr davon hernehmt. Ihr werdet den Duft die ganze Zeit wahrnehmen, das ja, aber er ist jetzt nicht bombastisch raumerfüllend. Was ich aber überhaupt nicht verkehrt finde bei diesem sich etwas zurückhaltenderen, aber doch sehr stimmigen Duft. Da finde ich, ist es dem Michael sehr, sehr, sehr gut gelungen. Da muss ich sagen, Chapeau. Genau, ich mache jetzt auch gleich weiter. Ihr seht mein Produkt. Mein Produkt ist das Produkt, das ist mein Haar. Mein Haar ist frei von Produkt. Ich habe einen minimalsten Build-up noch drinnen vom Sheriff von gestern, aber der ist tatsächlich nicht der Rede wert. So, das Besondere bei dieser Extra Heavy ist, ich habe es vorhin angesprochen, das Talkumpuder, das drin ist, also der Talg, der enthalten ist. Und zwar macht diese Super Heavy quasi zu einer Easy Wash, also zu einer Pomade, die sich doch relativ leicht auswaschen lässt für die Verhältnisse, also für den Halt, die dieses Produkt gibt. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr faszinierend. Also ich habe mir schon ordentlich was reingehauen. Ich glaube, ihr seht es auch in der Dose. Die ist nicht mehr ganz so frisch. Zweimal Haare waschen mit einer relativ normalen Menge an Shampoo. Und im Grunde war jegliches Produkt raus. Und das ist mal tatsächlich was sehr Faszinierendes und was komplett Neues. Und da muss ich sagen, das ist nochmal so ein quasi das i-Tüpfelchen obendrauf auf diesem Produkt. Finde ich sehr erstaunlich, weil ich habe, muss ich zugeben, manchmal so ein bisschen das Problem, zu viel Build-up von ölbasierten Pomaden stört mich dann ein bisschen. Dann habe ich es mit dem Styling am nächsten Tag mit einem neuen Produkt, tue ich mir dann immer ein bisschen schwieriger. Aber da ist es dann halt, die ist super easy ausgewaschen. Und da wird jetzt vielleicht auch der ein oder andere normale wasserbasiert Nutzer, also Nutzer von wasserbasierten Produkten, wird da jetzt vielleicht ein bisschen hellhörig. Und das könnt ihr auch. Denn ihr habt super, super tolle Pflege wegen nur natürlichen Inhaltsstoffen, aber eben auch super leichte Auswaschbarkeit. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr erstaunlich. Da bin ich tatsächlich auch nochmal, ich war auch sehr, sehr überrascht davon, muss ich sagen. Jetzt will ich aber gar nicht mehr weiter darüber reden, sondern euch mal zeigen, wie die funktioniert.
Es ist so, es ist eine Extra Heavy, sehr hoher Wachsanteil. Die ist dann natürlich auch ein bisschen schwieriger aus der Dose rauszubekommen. Ich würde, hatte ich schon öfter mal erwähnt, den Nagelrücken nehmen und auch gar nicht so viel auf einmal nehmen. Ich fange jetzt hier mal mit einer relativ kleinen, überschaubaren Menge an. So, und dann habt ihr das jetzt in die Hand und wer jetzt zum Beispiel eine Fat Corp Extra Strong kennt, der wird sich denken, ja, okay, kenne ich, aber nee, warte mal, ist es darauf? Wird deutlich smoother, ist gar nicht so umständlich beim Verreiben, wie ich dachte. Das ist nämlich tatsächlich sehr erstaunlich. Da war jetzt auch gar nicht so viel Kraft vonnöten. Es ist quasi rückstandslos schon verrieben in den Händen. Also ganz toller Breakdown. Es gibt keine Flakes oder ähnliche. So, das Einarbeiten ist dann jetzt, ja gut. Wenn ihr es kennt, wenn ihr Heavy Pomaden nutzt, dann wisst ihr ja schon, wie ihr das am besten macht, wie trocken oder wie feucht euer Haar sein sollte, dass ihr die Pomade wirklich, wirklich überall hinbekommt. Als Anfänger, schwierig. Würde ich mich eher mal rantasten mit ein bisschen weicheren und dann Richtung wirklich Heavy gehen. Aber für alle, die das in irgendeiner Art gewohnt sind, optimal. Super, super gut. Und sie geht erstaunlich leicht rein. Das war auch so ein Ding, was mich echt gewundert hat, weil da gibt es ja manche, mit denen kämpft man wahnsinnig lange, bis man die richtig im Haar hat. Aber das ist mit der so entspannt und ihr seht es jetzt schon, ich kann mir die Haare jetzt schon ein bisschen hochziehen und das ob der kleinen Menge, die ich verwendet habe. Also für ganz lockere, ich sag mal, diese Out-of-Bed-Styles, ein bisschen Fingerstyling, langt das an Menge schon super gut und toll. Aber ich möchte mir die Haare richtig machen, also kratze ich mir da noch ein bisschen was raus und arbeite mir das in die Haare ein. Was noch so ein Ding ist, aufgrund des hohen Wachsanteils, könnte es sein, wenn die ein bisschen kühler mal gelagert war, könnte es passieren, dass ihr quasi eine Art Puck in der Dose habt. Also dass sich die Pomade scheinbar frei bewegen kann, frei drehen kann. Produkt ist vollkommen in Ordnung, hat sich einfach nur ob der kühleren Temperatur ein bisschen zusammengezogen. In dem Fall also entweder in einen etwas wärmeren Raum stellen, dass sie sich halt generell ein bisschen anwärmt. 22 Grad ungefähr sind da ganz entspannt. Oder ihr macht es so, ihr haltet mit dem Daumen die Pomade fest und schabt dann mit dem anderen einfach noch ein bisschen Produkt raus. Das funktioniert dann nämlich genauso gut. So, jetzt habe ich hier auch den letzten Rest, würde ich sagen. Dann könnte es schon langen. Ja, also es ist, der Michael hat gemeint, als er die Pomade quasi entworfen hat, getestet, hat er gesagt, bei ihm hat die auch die 40 Grad quasi überlebt, ohne irgendwelche großen Schäden zu nehmen, ohne zusammenzufallen oder ähnliches. Konnte ich jetzt noch nicht bestätigen. So warm war es in letzter Zeit dann doch nicht. Aber da glaube ich ihm tatsächlich, dass das wirklich so eine richtige Extra Heavy, eben à la Fat Corp oder lass es die Murray's Extra Heavy, dass wir da in die Richtung gehen, was dann am Ende eben auch die Temperaturbeständigkeit angeht. So, also ich habe mir jetzt hier schön was reingearbeitet. Sage ich ja auch immer wieder wichtig, dass ihr das Produkt auch bis runter an die Haarwurzeln bringt, weil euch sonst die Haare einfach auseinanderfallen. Und dann ist es wurscht, wie fest die Pomade ist, was für ein Produkt ihr verwendet. Es wird euch immer zerfallen, wenn ihr das Produkt nicht richtig einarbeitet. So, dann jetzt mein Standardprozedur quasi. Erstmal mit der etwas gröberen Seite alles nach hinten ziehen, gegebenenfalls lockere Haare rausziehen. Ja, so und da ist es jetzt, das ist ein Punkt bei der Pomade, der ist mir aufgefallen. Die Klebrigkeit ist bei der jetzt nicht mehr ganz so vorhanden, einfach ob diesem hohen Wachsanteil. Das ist vor allem für lockerere Frisuren oder für Menschen mit recht einfachen Haaren total easy und überhaupt kein Problem. Ich persönlich muss da dann immer noch ein bisschen, rumfeilen, ein bisschen rumschauen, brauche ich hier vielleicht noch einen kleinen Ticken mehr Pomade oder wäre gegebenenfalls ein Föhn noch angebracht, aber das ist ja, ich sage mal, das sind dann halt auch Erfahrungswerte. Da hat dann ja jeder sein eigenen Fable, wie oder dass er halt am Ende weiß, wie es am besten bei ihm funktioniert. So, genau, jetzt machen wir hier den Scheitel. Schön daherziehen. So, ja, der Duft, wie ich es gesagt habe, er ist hier, er ist präsent, aber es ist eben keine richtige Duftbombe.
Es ist ein sehr schöner, angenehmer Duft, der hier jetzt umherschwirrt, aber der auch nicht zu aufdringlich wird. Finde ich ab und zu tatsächlich auch mal sehr, sehr angenehm. So, dann nehme ich jetzt noch einen grob zinkigen Kamm, ziehe mir hier mal die Haare schön nach oben. Ja, und da seht ihr es dann auch wieder. Ich meine, da ist es ja, das erzähle ich euch, glaube ich, auch fast jedes Mal, da seid ihr ja frei. Da kann ja jeder das so machen, wie er möchte, wie er lustig ist, solange die Haare halt mitspielen. Das ist, und dann ist das alles richtig, richtig entspannt. Wäre natürlich auch als Pre-Styler, sage ich mal, super geeignet, wenn ihr euch dann einfach noch eine weichere drüber haut. Für ein bisschen mehr Glanz oder eben ein bisschen mehr Klebrigkeit wäre das dann überhaupt kein Thema, würde auch super funktionieren, weil ihr einfach so viel toll Halt hinbekommt. So, erstmal mal ein bisschen rüberziehen, ein bisschen lockerer. So. Gut. Ja, ich finde, es ist ein super tolles Produkt. Gefällt mir alles in allem. Muss ich sagen, ist bis jetzt auch mein absoluter Favorit geworden. Bei den MG-Pomaden muss ich jetzt tatsächlich sagen, finde ich es richtig stark, gefällt mir super gut. Ich zeige euch mal ganz kurz vom Glanz her. Ich würde irgendwas zwischen matt und natürlichem, ganz leicht seidigem Glanz sagen. Ist halt einfach ob dem hohen Wachsanteil geschuldet, gewollt, das ist natürlich nochmal die Frage. Ich glaube, dass das Talkumpulver, wie auch immer, da auch nochmal eine Rolle drin spielt, noch ein bisschen Glanz mit draußen, beziehungsweise es halt zu einem ganz, ganz natürlichen Glanz am Ende macht. So, jetzt spiele ich mich hier noch ein bisschen rum. Ja, also, wie gesagt, es ist ein tolles Produkt, gefällt mir richtig gut, steht auch schon bei mir zu Hause, ist sehr, sehr oft in Nutzung. Also ist tatsächlich inzwischen fast eine meiner Dailies geworden. Bin ich richtig, richtig überzeugt von. Und zwar vom allerersten Mal schmieren, muss ich tatsächlich zugeben. Kommt inzwischen gar nicht mehr so oft vor, aber da, lieber Michael, hast du es geschafft. Und muss ich sagen, bin ich echt begeistert von. Super, das war es jetzt erstmal von mir. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeibleiben, danke fürs Abonniert haben. Die Glocke habt ihr sowieso alle gedrückt, wisst ihr ja, wie es funktioniert. Schaut auch auf unseren Social Media Kanälen vorbei, Instagram, Facebook, da bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Bis dahin sage ich, ciao, servus, euer Max.